Du brauchst heute nur 24 Passwörter, deine sogenannten Seed Phrases von deiner Bitcoin Wallet, um dein gesamtes Vermögen zu transportieren. Was das mit der gesamten Gesellschaft, der Zivilisation und für jeden einzelnen Bürger macht, darauf möchte ich in dieser Folge mehr eingehen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Civilization 21. Für alle, die neu in dem Thema sind, möchte ich eine kurze Einleitung geben, bevor wir gleich zum Hauptthema kommen. Was ist eine Seed Phrase? Eine Seed Phrase ist quasi dein Passwort, dein eigener Schlüssel, um Zugriff auf deine Wallet, also dein Portemonnaie, wo deine Bitcoin liegen, zu bekommen. Jeder, der diese Seed Phrase in der Hand hat, der hat Zugriff auf deine Wallet. Das bedeutet, man muss natürlich sehr aufpassen auf diese Seed Phrases und sollte die niemals irgendwie im Internet veröffentlichen oder abfotografieren oder sowas. Da startet aber auch die Souveränität. Da startet deine Eigenverantwortung, dass du gut auf deine Seed Phrases aufpasst und dass du schlau genug bist, auf die auch wirklich aufzupassen und gute Verstecke zu finden und dir eine eigene Strategie auszudenken, wie du diese Seed Phrases aufbewahrst. Wenn du diese Seed Phrases dann wirklich gut aufbewahrt hast oder die einfach nur merkst, zum Beispiel im Kopf, da hat jeder seine eigene Strategie, dann bist du mit diesen Seed Phrases, wo du Zugriff auf deine Bitcoin hast, auf der ganzen Welt mobil. Also du kannst dein gesamtes Vermögen im Wert von Bitcoin durch deine Seed Phrases, die du dir ja irgendwo abgespeichert hast, ganz flexibel, mobil dich damit bewegen auf der ganzen Welt. Und du bist jetzt nicht gebunden wie bei zum Beispiel einer Immobilie oder einem dicken Goldbarren, den du irgendwie mit dir herumschleppen musst, sondern du brauchst einfach nur diese Passwörter. Warum wirst du also souverän mit deinen eigenen Seed Phrases? Um das zu verstehen, müssen wir verstehen, warum deine Kaufkraft in einer Deflation steigt. Denn wie viel du letztendlich von deinem Geld kaufen kannst, bestimmt deine Freiheit. Dafür gebe ich mal kurz einen Exkurs, was Deflation in einer Gesellschaft eigentlich bedeutet, anstatt Inflation. Bei Bitcoin hätten wir ein deflationäres System. Wir hätten ja eine begrenzte Einheit und alles würde günstiger werden. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Es ist aber eigentlich ganz logisch. Dafür möchte ich euch einmal diese Gleichung hier nochmal aus der ersten Folge kurz erklären. M ist die Geldmenge. V ist die Umlaufgeschwindigkeit. Das wird multipliziert und ist immer das gleiche wie P, Preisniveau, mal Q, reale Produkte bzw. reale Dienstleistungen, realer Output. Wenn also der reale Output erhöht wird, dadurch, dass zum Beispiel Menschen effizienter werden mit Maschinen, KI, oder man nimmt auch gerne mal dieses Beispiel von dem Fischer, der dann nicht mehr mit der Angel angelt, sondern mit dem Netz, dann wird ja diese Menge Q mal P, also realer Output mal Preisniveau, höher, weil die Effizienz gestiegen ist. Und du kriegst mehr auf einmal für dein Geld und es ist immer noch das gleiche Geld, also immer noch der gleiche Wert von M mal V Umlaufgeschwindigkeit. Also M Money Supply, also was gerade die Geldmenge ist, mal Umlaufgeschwindigkeit, was gerade zirkuliert. Also die 21 Millionen bei Bitcoin zum Beispiel, die dann auf der ganzen Welt zirkulieren würden im Tauschhandel. Das ist eigentlich Deflation und so könnte es laufen. Was würde das also machen mit deiner Souveränität, wenn du all diese Kaufkraft, Power hättest? Du und alle, die du kennst, jeder einzelne Bürger, es wäre so toll verteilt und es würde sich immer dort lagern, wo wirklich gute Produkte und Dienstleistungen erschaffen würden. Du hättest einfach wieder so viel Power, dass sich alles nach deinen Käufen richten würde. Also Produkt- und Dienstleister würden Produkte und Dienstleistungen schaffen für die Dinge, die die Menschen, du und alle Bürger und die gesamte Bevölkerung wirklich braucht und haben möchte. Zu dem Zeitpunkt, wo sie haben möchten. Und wenn dann halt mal der eine Bäcker in Berlin, der 30., keine Ahnung, oder das eine Zombie-Startup, das sowieso keinen Umsatz macht, dann crasht, weil die Leute diese Dienstleistung jetzt gerade nicht brauchen, ja, dann ist das so. Dann wird der Markt bereinigt und das ist gut. Das ist wirklich gut. Es ist doch viel schlimmer, als wenn man versuchen würde, diese ganzen Institutionen oder Startups oder sonst irgendwas, was noch aufgebläht, also mit Krediten aufgebläht wird, irgendwie künstlich versucht wird, am Leben zu halten, was dann auf die Kosten aller Bürger geht, weil deren Kaufkraft verschwindet durch Inflation. Es würde sich einfach alles nach den realen Käufen, also der realen Nachfrage der Menschen richten, wenn wir so ein begrenztes Gut hätten. Und diese Self-Custody,
Darauf gehen wir jetzt ein. Wie beeinflusst also die Self-Custody die Gesellschaft? Wenn also sich alles danach richtet, du so flexibel und mobil bist, dass du dein gesamtes Vermögen mit diesem begrenzten Gut Bitcoin einfach von A nach B, von dem einen Land zur anderen, von der einen Stadt zur anderen, so leicht transportieren kannst, dass du dir wirklich nur diese Zettel also diese Wörter aufschreiben musst oder dir im Kopf merken musst, wenn du das kannst, dann würde sich auch alles, was in einer Stadt oder in einem Staat, in einem Land so an Produkten und Dienstleistungen passiert, sich so dermaßen stark danach richten, was die Menschen wirklich haben wollen zu dem aktuellen Zeitpunkt, was sie kaufen, was sie mit ihrer Kaufkraft, diesem begrenzten Gut, ja dann fördern, weil die Menschen so flexibel sind. Sie können ihre Kaufkraft einfach in Form von Bitcoin von A nach B verschieben. Sie müssen es sich einfach nur merken. Das ist das Tolle an einer eigenen Wallet. Du bist dann die Quelle des Geldes und des Vermögens und du entscheidest, wo du es einsetzt. Wer hat euch gefragt, eigentlich Euro oder Dollar zu nutzen? Hat euch irgendjemand mal gefragt, also könnt ihr das wählen? Könnt ihr wählen, ob der Leitzins nach oben oder nach unten gedrückt wird? Euch wurde nie die Chance gegeben. Und das ist bei Bitcoin anders. Und Bitcoin zwingt euch gar nicht. Bitcoin ist da an der Seitenlinie und sagt freundlich, hallo, wenn du willst, kannst du mich benutzen. Und jeder kann sein Vermögen in Bitcoin speichern. Und ein Bitcoin gleich ein Bitcoin. Scheiß auf die Volatilität in dem Preisniveau von Euro. Wir können unsere ganz eigene Zivilisation hier bauen mit Bitcoin. Und ich bin der Erste, der sagt, let's go, lass uns es tun. Es wird von Anfang an in unserem Fiat-System gesagt, du benutzt Euro, es gibt eine Bank, nur darauf werden wir deinen Lohn, your salary überweisen. Und ja, wenn du kein Bankkonto hast, ja, wie wollen wir das denn machen? Dann machen. Geht ja gar nicht anders. Alle machen das so, haben wir schon immer so gemacht. Aber wir haben heute die Möglichkeit, an einer friedlichen Bewegung teilzunehmen, dem Bitcoin-Standard. Jeder kann in Bitcoin sparen, jeder kann in Bitcoin investieren und von der Börse seine Bitcoin in seine eigene Wallet mit den 24 Passwörtern transferieren. Wir brauchen also keine Banken mehr. Wir sind unsere eigene Bank mit unseren eigenen 24 Passwörtern. Und die ist sowas von transportabel. Und demnach wird sich auch alles nach unserer Kaufkraft und also direkt demokratisch durch unsere Kaufkraft richten. Wie gesagt, M mal V gleich Preisniveau mal realer Output, Q, P mal Q. Und wenn du jetzt noch einfach und sicher Bitcoin kaufen willst, dann habe ich dir unten in der Videobeschreibung einen Link reingemacht für die 21 Bitcoin App mit dem Code BLOGNOMADE. Kriegst du noch ein paar Prozente und würdest meine Arbeit hier sehr unterstützen. Ich habe nämlich den Traum, das hier Vollzeit zu machen und auf der ganzen Welt Menschen über Bitcoin aufzuklären. Also, da du mit deiner riesigen Kaufkraft dann mit diesem Bitcoin alles finanzieren und fördern würdest, bräuchte es keinen Staat mehr, der dann sagt, gib mir die Steuer von deinem Lohn und dies und jenes noch und dann regeln wir das für dich. Nein, in einem Bitcoin-Standard, da wird alles gefördert oder zu Fall gebracht, was gebraucht oder nicht gebraucht wird. Da es dann einfach keine Hoheitsgewalt von diesen Staaten mehr gibt, gibt es dann auch nur noch diesen Staat, beziehungsweise diese Politik, meine ich, in sehr kleiner Form. Und die Politiker wären wirklich direkte Dienstleister. Denn was sollen sie tun? Ich meine, sie können sich keine riesigen Kredite mehr holen und die Leute irgendwie ausbeuten, weil die Leute nämlich ihre 24 Passwörter haben und einfach mit ihrem ganzen Vermögen überall hingehen können. Es wäre eine direkte Demokratie. Und da verstehe ich einige nicht, die von Anarchie bei Bitcoin sprechen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mit deiner Kaufkraft zwingst du die Politiker quasi genau das zu machen, was die Bevölkerung wirklich will. Es würden keine riesigen Pakete mehr für irgendwelche Subventionen und so weiter mehr ausgegeben werden, weil du subventionierst jetzt quasi genau dort an der Stelle mikromäßig mit deinem Geld, wo es gebraucht wird. Beziehungsweise nicht, wo es vielleicht gebraucht wird, sondern wo Dienstleistungen und Produkte es verdienen. Weil du ja gerade willig bist, mit deinem gesparten Bitcoin, das so selten ist und so eine große Kaufkraft hat, da Geld für auszugeben.
Bitcoin ist für uns also eine Möglichkeit, still und friedlich für unsere eigene Absicherung einmal zu sorgen, für unsere Souveränität zu sorgen, uns frei zu machen, unsere Familien und Freunde und absolut mobil und flexibel zu machen mit diesen 24 Passwörtern. In so einer Welt würde sich also alles danach richten, wofür die Menschen leben wollen, was sie zu dem aktuellen Zeitpunkt wirklich am wertvollsten halten. Es würden nur Produkte und Dienstleistungen in ihrer Qualität und ihrer Masse steigen, die die Menschen auch zu dem aktuellen Zeitpunkt wirklich gerade haben wollen. Das wäre direkte Förderung von diesen Produkten und Dienstleistungen, anstatt dass zum Beispiel ein Staat sagt, wir wissen das besser als du und wir ziehen dir die ganzen Steuern ab und so weiter und wir investieren dann in diese Dinge. Das funktioniert ja nicht. Das sehen wir doch heutzutage eigentlich. Mit diesen Passwörtern, wie gesagt, hat jeder die Eigenschaft, an Ort und Stelle die Dinge zu fördern, die er fördern möchte. Wir würden also lernen, wie wir einmal auf diese 24 Passwörter aufpassen und wir würden auch lernen, wo wir unser Geld am besten hineinfließen lassen wollen. Ja, ob wir es am besten in Gesundheit stecken sollten, präventiv vielleicht, um nicht krank zu werden, in gute Ernährung etc. pp. Und danach würden sich Produkte und Dienstleistungen dann richten, weil wir sind die Quelle dieses Geldes, die Sparer, die Bitcoiner. Wir lernen also Eigenverantwortung, nicht nur durch die 24 Wörter in der Aufbewahrung, sondern auch wirklich die Transaktion wirklich zu checken. Wir lernen für Eigenverantwortung in unserer Kaufkraft, wo wir unser Geld hinstecken, wann wir sparen, wie viel wir sparen und wann wir unser Geld ausgeben. Und das ist kognitiv anregend und für die Zivilisation gesund. Durch diese Mobilität, die jeder Bürger durch die Seed Phrases hätte, würden sich also Städte und Staaten und Länder bilden mit ganz eigenen Regularien, die sehr abgeschnitten darauf sind, was die Menschen wirklich an Ort und Stelle haben wollen. Politik wäre gezwungen, direkt auf die Bedürfnisse der Bürger einzugehen, weil sie nämlich sonst ihre Bürger verlieren würden. Durch die Freiheit der Seed Phrases sind die Bürger in der Lage, ihr gesamtes Vermögen von einem Land zum nächsten mitzunehmen. Das sorgt dafür, dass die Politik dann bemüht ist, als Dienstleister für die Bürger an Ort und Stelle zu dienen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich denn meine Bitcoin, wenn ich die bei der 21 Bitcoin App gekauft habe, aufbewahren? Weil ich möchte die ja auch nicht da liegen lassen. Die Leute von der 21 Bitcoin App sind echt coole Leute, aber ich rate dir trotzdem, und das tun sie auch, deine Bitcoin auf eine eigene Cold Wallet zu lagern. Das heißt, eine Wallet, die offline von dem Internet deine Seed Phrases generiert und auf die du dann deine Bitcoin versenden kannst von der Börse der 21 Bitcoin App auf diese Wallet. Und da empfehle ich dir ganz klar die Bitbox. Die Bitbox kommt aus der Schweiz und wird von einem Unternehmen hergestellt, die sich extrem stark für den Bitcoin-Standard stark machen und auch die den absolut höchsten Sicherheitsstandard unter den Cold Wallets hat. Damit könnt ihr also ruhig schlafen und eure Bitcoin auch sehr souverän aufbewahren. Egal wo Krisen entstehen und wer sie verursacht, durch Manipulation etc. pp. Bitcoin wird an der Seitenlinie stehen und die Menschen können sich dafür entscheiden und mit ihrer eigenen Wallet einfach dorthin gehen mit ihrem gesamten Vermögen, wo sie ein deflationäres System mit Bitcoin aufbauen wollen. Bitcoin wird immer existieren. Bitcoin ist wie ein Pilz, ein riesiges Netzwerk, global auf den ganzen Planeten verteilt. Über 23.000 Nodes derweil sind messbar, offiziell. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel größer. Diese Nodes verifizieren das gesamte Netzwerk und überprüfen immer den nächsten Block, dass auch alles korrekt läuft. Bitcoin ist also eine friedliche Bewegung und die Menschen werden dort Zivilisationen erbauen und erschaffen, wo sie friedlich miteinander leben wollen. Denn Bitcoin ist erstens absolut ungeeignet, um Krieg zu führen. Ein begrenztes Gut. Krieg wurde immer nur mit Inflation geführt. Und zweitens können Menschen eben mit Bitcoin einfach von A nach B auf den ganzen Planeten ihr gesamtes Vermögen
souverän mitnehmen, indem sie sich diese 24 Passwörter einfach nur merken oder aufschreiben. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war die Folge 2 der Civilization 21 Bitcoin-Serie. Wir haben hier einmal geklärt, welche Souveränität du bekommst durch die 24 Passwörter, die du dir einfach nur merken musst. Und wenn ich irgendwelche Punkte vergessen habe, wie die Bitcoin-Zivilisation aussehen sollte im Punkto Self-Custody, dann schreib mir das bitte in die Kommentare, denn hier beginnt die Philosophie und hier können wir alle unsere Ideen zusammensammeln. In der nächsten Folge, der Folge 3, geht es um den psychologischen Durchbruch und was die niedrige Zeitpräferenz für die Gesellschaft und für dich und als Einzelnen bedeutet. In die Zukunft zu sparen und langfristig zu denken mit einem begrenzten Gut. Also, vielen Dank nochmal für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich über ein Abo und ein Like auf jeden Fall übelst. Und wenn du dir wirklich Gedanken machst und da noch etwas in die Kommentare schreibst, dann lese ich das mit Euphorie. Denn ich mache diesen Content unglaublich gerne und es erfüllt mich. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann, save energy in BTC and be free. Ciao, ciao.